Lektion 1: Mathematische Fähigkeiten meistern. Ich bin gut im Addieren und Subtrahieren, aber nicht im Dividieren. Das ist ein häufiges Problem. Eine Aufteilung kann ganz schön knifflig sein. Ich bin oft verwirrt, wenn ich auf größere Zahlen stoße. Haben Sie versucht, das Problem in kleinere Teile zu zerlegen? Nein, habe ich nicht. Wie funktioniert das? Man kann zum Beispiel dividieren, indem man die Zahlen vorher vereinfacht. Das leuchtet ein. Vereinfachung kann die Aufteilung weniger einschüchternd machen. Ja, du kannst auch die Multiplikation verwenden, um deine Rechnung zu überprüfen. Das ist eine gute Idee. Es vermittelt ein Gefühl der Sicherheit. Darüber hinaus kann das Üben anhand von Beispielen aus dem realen Leben ebenfalls hilfreich sein. Beispiele aus dem echten Leben, wie zum Beispiel Pizza teilen oder Süßigkeiten aufteilen. Ganz genau. Solche Szenarien machen die Spaltung nachvollziehbarer und unterhaltsamer. Ich liebe Pizza. Vielleicht kann die Arbeit mit Lebensmitteln mein Verständnis dafür erweitern. Das klingt köstlich. Mathematik praktisch anzuwenden kann wirklich helfen. Ich werde diesen Ansatz auf jeden Fall ausprobieren. Wie sieht es mit anderen Bereichen der Mathematik aus? Geometrie ist faszinierend. Sie befasst sich mit Formen und ihren Eigenschaften. Mir macht es Spaß, Formen visuell zu erfassen. Dieser Aspekt ist für mich besonders reizvoll. Ja, das Zeichnen von Diagrammen kann viele Konzepte verdeutlichen. Da stimme ich zu. Kunst und Mathematik können Hand in Hand gehen. Das können sie auf jeden Fall. Lässt uns weitere Möglichkeiten erkunden, Mathematik unterhaltsam zu gestalten. Ich freue mich darauf, gemeinsam neue Techniken zu entdecken. Lektion 2: Gesundheitsbewusstsein im Alltag. Es ist alarmierend, wie die Menschen heutzutage ihr Privatleben gestalten. In der Tat, sie stehen vor einem Minenfeld neuer Virusstämme. Absolut. Die Bedrohung durch Krankheiten entwickelt sich ständig weiter. Und dann ist da noch der immer stärker werdende Schatten von AIDS und seinen Folgen. Das ist ein ernstes Problem. Aufklärung ist für jeden unerlässlich. Tja, Bildung kann dazu beitragen, die Ausbreitung dieser Infektion zu verhindern. Wie hat die Gesellschaft Ihrer Meinung nach auf diese Probleme reagiert? Es wurden zwar Fortschritte beim Bewusstsein erzielt, aber es bedarf weiterer Aufklärung. Das stimmt. Viele haben immer noch falsche Vorstellungen von diesen Krankheiten. Es ist unerlässlich, Mythen zu entkräften und korrekte Informationen bereitzustellen. Welche Rolle spielen die Medien Ihrer Meinung nach dabei? Medien können ein zweischneidiges Schwert sein. Sie schärfen das Bewusstsein, können aber auch für Informationen verbreiten. Das ist ein guter Punkt. Verantwortungsbewusstes Berichten ist unerlässlich. Ebenso können offene Gespräche unter Freunden das gegenseitige Verständnis fördern. Ja, es ist wichtig, diese Themen ohne Stigmatisierung zu besprechen. Haben Sie in letzter Zeit an Jason Hills Workshops teilgenommen? Ich habe an einer Veranstaltung teilgenommen, die sich auf sexuelle Gesundheit und sichere Praktiken konzentrierte. Das klingt vielversprechend. Was waren die wichtigsten Erkenntnisse? Sie betonten die Wichtigkeit regelmäßiger Tests und Kommunikation. Das sind entscheidende Elemente für die Erhaltung der Gesundheit.
Man muss sich immer vor Augen halten, das Wissen macht verleiht. Klar, je besser wir informiert sind, desto bessere Entscheidungen können wir treffen. Ein Hoch auf den offenen Dialog über Gesundheitserziehung. Lektion 3: Planung für den Erfolg. Ich glaube, wir haben eine großartige Strategie für den Start entwickelt. Ich stimme vollkommen zu. Es wirkt gut durchdacht. Wie sieht der Zeitplan für die Markteinführung aus? Wir peilen eine Markteinführung im dritten Quartal dieses Jahres an. Das klingt machbar. Sind alle notwendigen Schritte bereits skizziert? Ja, wir müssen den Marketingplan und den Produktionszeitplan noch finalisieren. Wie sieht es mit Tests aus? Haben wir die in unseren Zeitplan aufgenommen? So, Tests sind unerlässlich, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wann schlagen Sie vor, dass wir mit der Testphase beginnen? Ich denke, wir sollten damit 6 Wochen vor dem Starttermin beginnen. Das gibt uns genügend Zeit, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Der Flexibilität wird entscheidend sein, je näher der Starttermin rückt. Wie werden wir die Effektivität unserer Markteinführungsstrategie messen? Wir können die Interaktion in den sozialen Medien und die Verkaufszahlen nach dem Start verfolgen. Das sind hervorragende Indikatoren. Wir sollten auch das Feedback unserer Kunden berücksichtigen. Ja, das Feedback unserer Kunden wird uns helfen, zukünftige Produkte zu verbessern. Ich kann mir die Begeisterung rund um den Start schon vorstellen. Tja, es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich harte Arbeit auszahlt. Lasst uns auch in Zukunft klar und deutlich kommunizieren. Hilf. Teamzusammenarbeit ist für den Erfolg unerlässlich. Auf einen erfolgreichen Start und die bevorstehende Reise. Lektion 4: Bucket-Reisen entdecken. Ich habe ein schönes Hotel für unseren Kurzurlaub gefunden. Hilf. Ist es eine budgetfreundliche Option? Ja, es ist sehr preisgünstig, was für uns großartig ist. Hilf. Hoffentlich hat man eine schöne Aussicht. Laut Webseite bieten viele Zimmer einen Blick auf die Stadt. Das klingt wunderbar. Eine schöne Aussicht macht den Unterschied. Da stimme ich zu. Stell dir vor, du wachst zu einem wunderschönen Sonnenaufgang auf. Das wäre fantastisch. Das würde dem Tag eine positive Stimmung verleihen. Außerdem können wir beim Frühstück die Aussicht genießen. Das klingt perfekt. Frühstück mit Aussicht ist einfach unschlagbar. Welche weiteren Annehmlichkeiten bietet das Hotel? Ich glaube, es gibt eine Dachterrasse und einen kleinen Pool. Wunderbar. Das bietet uns einen Ort zum Entspannen nach unseren Erkundungstouren. Hilf. Bieten Sie irgendwelche kostenlosen Aktivitäten an? Ja, sie bieten geführte Touren durch die Umgebung an. Das ist unglaublich. Wir können noch mehr entdecken, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Das gefällt mir. Lokale Sehenswürdigkeiten zu erkunden ist ein Muss. Haben Sie auch die Restaurants in der Nähe in Betracht gezogen? Ja, es gibt mehrere Restaurants in fußläufiger Entfernung.
Fantastisch. Es ist wichtig, gute Restaurants in der Nähe zu finden. Diese Reise verspricht, richtig schön zu werden. In der Tat, die Kombination aus Erschwinglichkeit und hervorragender Ausstattung ist ideal. Auf einen unvergesslichen Urlaub voller Abenteuer. Lektion 5: Schätze aus der Vergangenheit. Schau dir all diese Kleidungsstücke an. Da sind so viele interessante Stücke dabei. Ich weiß, einige dieser Kleidungsstücke gehörten meiner Großmutter. Wirklich, das ist ja wunderbar. Verbinden Sie irgendwelche besonderen Erinnerungen mit ihnen? Hilf. Ich habe ihr früher immer zugeschaut, wenn sie sich für besondere Anlässe schick gemacht hat. Wie schön. Das weckt bestimmt viele Erinnerungen. Das stimmt wirklich. Jedes einzelne Stück erzählt eine Geschichte. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einige dieser Gegenstände zu behalten? Vielleicht behalte ich ja ein paar als Andenken an sie. Das klingt nach einer tollen Idee. Welche davon stechen am meisten hervor? Dieses Winterkleid ist mir sofort ins Auge gefallen. Es ist umwerfend. Das stimmt wirklich. Die Muster sind so einzigartig und charmant. Ja, es besitzt eine zeitlose Qualität. Wirst du es tragen oder ist es eher zur Dekoration gedacht? Ich würde es sehr gerne zu einem besonderen Anlass tragen. Was für eine großartige Art, ihr Andenken zu ehren. Dativ, ich fühle mich ihr verbunden, wenn ich ihre Sachen trage. Ich verstehe das vollkommen. Mode kann so viele Emotionen transportieren. Ja, es geht um viel mehr als nur Kleidung. Lasst uns weitere Stücke untersuchen. Wer weiß, was wir finden werden? Ja, da könnten verborgene Schätze auf uns warten. Auf die Entdeckung der Vergangenheit und die Auseinandersetzung mit ihren Geschichten. Lektion 6: Lernen durch Fernsehen. Ich finde, wir verbringen manchmal zu viel Zeit mit Fernsehen. Das stimmt, aber man kann viel vom Fernsehen lernen, wenn man die richtigen Sendungen auswählt. Da stimme ich zu. Lehrreiche Dokumentarfilme können unglaublich informativ sein. Darauf, sie behandeln Themen, die wir sonst vielleicht nicht erforschen würden. Hast du in letzter Zeit gute Dokumentarfilme gesehen? Ja, ich habe einen über die Geheimnisse des Ozeans gesehen. Das klingt faszinierend. Der Ozean ist voller Wunder. Das stimmt wirklich. Wussten Sie, dass wir erst einen Bruchteil davon erforscht haben? Das ist ja überwältigend. Man merkt dadurch erst, wie viel es noch zu lernen gibt. Außerdem können Naturdokumentationen visuell so atemberaubend sein. Ich liebe diese Bilder. Sie zeigen oft atemberaubende Landschaften und Tierarten. Da, sie wecken die Wertschätzung für die Umwelt. Glauben Sie, dass Fernsehen das Lernen behindert oder fördert? Es kommt darauf an, wie wir es nutzen. Selektives Betrachten kann von Vorteil sein. Das leuchtet ein. Es geht doch um Balance, oder? Ja, zu viel Unterhaltung kann zu Zeitverschwendung führen.
Doch wenn man sich auf die richtigen Inhalte konzentriert, kann es durchaus aufschlussreich sein. Das Lernen anhand von Bildern kann unser Verständnis verbessern. Auf die Suche nach lehrreichen Schätzen auf dem Bildschirm. Darauf ein Hoch. Lasst uns unsere Fernsehzeit sinnvoll nutzen. Gemeinsam können wir Bildschirmzeit in Lernzeit verwandeln. Lektion 7: Geschäftspartnerschaften. Bei der Planung dieses Vorhabens müssen wir eine faire Verteilung von Kosten und Gewinnen sicherstellen. Ich stimme vollkommen zu. Fairness ist für eine erfolgreiche Partnerschaft unerlässlich. Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie wir die Ausgaben ausgleichen können? Das Wir sollten alle voraussichtlichen Kosten auflisten, bevor wir sie aufteilen. Das ist eine gute Strategie. Transparenz wird uns helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Ja, klare Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder Geschäftsbeziehung. Wie sieht es mit der Gewinnbeteiligung aus? Wie sollten wir das angehen? Ich schlage vor, die Gewinne an unsere individuellen Beiträge zu koppeln. Das klingt vernünftig. So werden Anstrengung und Belohnung in Einklang gebracht. Es motiviert uns auch, härter für den Erfolg des Unternehmens zu arbeiten. Stimmt. Wenn wir uns beide wertgeschätzt fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit einer festen Bindung höher. Haben Sie sich bereits Gedanken darüber gemacht, wie wir den Erfolg messen werden? Ich glaube, wir sollten konkrete Ziele und Kennzahlen festlegen. Das ist eine großartige Idee. Das gibt uns ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Außerdem können wir unsere Strategien anpassen, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen. Flexibilität ist wichtig. Wir müssen anpassungsfähig bleiben, während wir wachsen. Ja, es werden Herausforderungen auftreten, aber wir können sie gemeinsam bewältigen. Durch eine gute Kommunikation können wir Probleme angehen, sobald sie auftreten. Auf eine erfolgreiche Partnerschaft, die auf Fairness beruht. Lektion 8: Die Kunst der Fotografie. Ich finde es faszinierend, wie manche Menschen Freude daran haben, Fotos von den Menschen und Orten in ihrer Umgebung zu machen. Hilf. Die Fotografie hält Momente fest, die ein Leben lang Bestand haben können. Was gefällt Ihnen am Fotografieren am meisten? Ich liebe es, einen besonderen Moment für die Ewigkeit festzuhalten und ihn so unvergesslich zu machen. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Hast du ein Lieblingsthema? Ich fotografiere besonders gerne Natur und Landschaften. Die Natur bietet eine so große Vielfalt an Farben und Texturen. Ja, jede Jahreszeit bietet neue, wunderschöne Motive, die es zu entdecken gilt. Haben Sie schon einmal Straßenfotografie ausprobiert? Ja, das habe ich. Es ist aufregend, die Essenz einer posierenden Stadt einzufangen. Das kann ich mir vorstellen. Ungestellte Momente haben etwas Besonderes. Ja, man weiß nie, welche Geschichte ein einfaches Foto erzählen kann. Bevorzugen Sie die Verwendung einer Kamera oder Ihrer Smartphones zum Fotografieren? Ich bevorzuge meine Kamera wegen der besseren Bildqualität, aber mein Smartphone ist praktischer. Das ist eine gute Balance. Man kann mit dem Handy spontan sein. Ja, außerdem kann ich Fotos schnell in sozialen Medien teilen. Die sozialen Medien haben unsere Wertschätzung für die Fotografie verändert, nicht wahr?
Besuch. Es ermöglicht mehr Menschen, die Welt durch Bilder zu erleben. Was ist eines deiner Lieblingsfotos, die du aufgenommen hast? Es musste ein Sonnenuntergang über dem Meer sein. Die Farben waren atemberaubend. Das klingt ja magisch. Ich würde es so gerne sehen. Ich werde es dir auf jeden Fall mitteilen. Hier ist ein Hoch auf das Festhalten von Momenten und den Geschichten dahinter. Lektion 9. Der Checkenprozess im Hotel. Ich finde, dieses Hotel sieht entzückend aus. Das stimmt wirklich. Die Atmosphäre ist so einladend. Ich hoffe, der Check-in-Prozess verläuft schnell. Ja, besonders nach einer langen Reise. Ein schneller Checkout ist immer angenehm. Genau. Ich schätze Effizienz an der Rezeption. Erhalte ich eine Quittung für meinen Aufenthalt? Das ist eine gute Frage. Es ist wichtig, den Überblick über die Ausgaben zu behalten. Ich führe immer gerne Buch über mein Reisebuppet. Mir geht es genauso. Das hilft, spätere Überraschungen zu vermeiden. Außerdem ist es an manchen Orten für die Kostenerstattung erforderlich. Das ist ein wichtiger Punkt. Bevorzugen Sie digitale oder Papierbelege? Ich bevorzuge digitale Medien. Sie lassen sich leichter speichern und später wieder abrufen. Da stimme ich zu. Weniger Papier ist immer besser für die Umwelt. Wo wir gerade davon sprechen, ich hoffe, dass das Hotel Nachhaltigkeit praktiziert. Das ist etwas, worauf ich heutzutage bei Unterkünften achte. Ich hoffe, es wertet unseren Aufenthalt auf. Ich glaube, wir sind gleich an der Reihe. Perfekt. Dann kümmern wir uns jetzt um die Details zu unserem Zimmer. Ich kann es kaum erwarten, mich einzuleben und ein wenig zu entspannen. Auch einen angenehmen Aufenthalt und guten Service. Darauf ein Hoch. Lasst uns unsere Zeit hier optimal nutzen. Lektion 10. Ethik im Geschäftsleben. Ich habe kürzlich einen alarmierenden Artikel über Unternehmensethik gelesen. Was stand da? Ein Manager in einem Unternehmen könnte beispielsweise heimlich einen Teil des Firmengeldes auf sein eigenes Bankkonto überweisen. Das ist ja wirklich beunruhigend. Welche Konsequenzen können solche Handlungen haben? Das kann zu rechtlichen Problemen führen und dem Ruf des Unternehmens schaden. Klar, Vertrauen ist in jeder Geschäftsbeziehung unerlässlich. Und wenn Vertrauen erst einmal gebrochen ist, lässt es sich nur schwer wiederherstellen. Haben viele Unternehmen solche Skandale erlebt? Ja, es gab bemerkenswerte Fälle, die die Öffentlichkeit schockierten. Es ist faszinierend, wie sich solche Situationen hinter verschlossenen Türen abspielen können. Absolut. Transparenz sollte in allen Organisationen Priorität haben. Welche Maßnahmen können Unternehmen ergreifen, um dies zu verhindern? Die Implementierung strenger Finanzkontrollen und Prüfungen kann wirksam sein. Das leuchtet ein. Regelmäßige Kontrollen können unethisches Verhalten verhindern. Darüber hinaus ist die Förderung einer ausgeprägten ethischen Kultur innerhalb des Unternehmens unerlässlich. Der
Mitarbeiter sollten ermutigt werden, verdächtige Aktivitäten zu melden. Genau. Hinweisgeber können dazu beitragen, ein Unternehmen vor Fehlverhalten zu schützen. Es ist wichtig, ein sicheres Umfeld für solche Meldungen zu schaffen. Ein Hoch auf mehr Bewusstsein für Ethik in der Wirtschaft. Dem sei ein Hoch angerechnet. Hoffen wir auf mehr Transparenz und Integrität. Gemeinsam können wir uns für bessere Geschäftspraktiken einsetzen. Lektion 11: Der Spielplatz der Natur. Schau dir diese Vögel an. Sie fliegen so anmutig von Baum zu Baum. Es sind wirklich wunderschöne Geschöpfe. Ich sehe ihnen so gerne zu. Ich auch. Es wirkt fast magisch, wie sie durch die Luft gleiten. Das stimmt. Wo wir gerade von Magie sprechen, wollen wir zum Teich hinuntergehen. Ja, ich genieße die Ruhe am Wasser. Und wir können Steine ins Wasser werfen. Das macht immer Spaß. Das stimmt. Es hat etwas Befriedigendes, ihnen beim Hüpfen zuzusehen. Dann lasst uns ein paar vollkommen glatte Steine finden. Gute Idee. Daraus lassen sich die besten Steine zum Steinehüpfen machen. Schau dir das mal an. Es ist flach und glänzend. Das ist eine hervorragende Wahl. Ich denke, es wird sehr gut springen. Mal sehen, wer seinen Stein am weitesten hüpfen lassen kann. Herausforderung angenommen. Lasst euch von meinen Fähigkeiten verblüffen. Wir werden sehen. Werdet aber noch nicht zu selbstsicher. Selbstvertrauen ist der Schlüssel. Schau zu und lerne. Ich beobachte das genau. Lasst uns diese Fähigkeiten in der Praxis sehen. Los geht's. Und klatsch. Nicht schlecht, aber ich wette, ich kann es besser. Oh, das war ein guter Witz. Du hast definitiv Talent. Datte, es kommt auf die richtige Handgelenksbewegung an. Ich werde mir Notizen vom Experten machen. Denkt einfach daran, es ist alles nur Spaß. Auf viele weitere Nachmittage voller Lachen am Teich. Lektion 12: Sich in der Stadt zurechtfinden. Ich frage mich, ob im Hotel ein U-Bahn-Plan erhältlich ist. Ja, ich glaube, sie stellen einen für Gäste zur Verfügung. Das wäre hilfreich. Sich in einer neuen Stadt zurechtzufinden, kann knifflig sein. Ruf, es vereinfacht die Fortbewegung erheblich. Wo können wir die Karte finden, meinst du? Ich glaube, sie finden einen an der Rezeption. Super. Ich hole mir gleich eins, sobald wir eingeschickt haben. Ausgezeichneter Plan. Öffentliche Verkehrsmittel sind oft die schnellste Art zu reisen. Ja. Außerdem bietet es einen genaueren Einblick in die Stadt und ihre Kultur. Ich genieße es, das Alltagsleben während meiner U-Bahn-Fahrten zu beobachten. Ich auch. Es vermittelt ein echtes Gefühl für den Herzschlag der Stadt.
Wussten Sie, dass jede U-Bahn-Station oft einzigartige Kunstwerke beherbergt? Nein, das habe ich nicht. Das klingt spannend. Darf Ich habe gelesen, dass einige Bahnhöfe Werke lokaler Künstler ausstellen. Ich kann es kaum erwarten, die U-Bahn zu erkunden und das alles zu sehen. Vergessen wir nicht, auch den U-Bahn-Fahrplan und die Strecken zu überprüfen. Guter Punkt. Das wird uns helfen, unsere Abenteuer besser zu planen. Sobald wir die Karte haben, können wir unsere gewünschten Ziele einzeichnen. Genau. Das wird unsere Erkundung organisiert und effizient gestalten. Auf ein Abenteuer, bei dem man sich wie ein Einheimischer in der Stadt bewegt. Darauf ein Hoch. Lasst uns das Beste aus unserer Reiserfahrung machen. Lektion 13: Innovationen in der Barrierefreiheit. Ich bin von diesen neuen Hilfsmitteln für Barrierefreiheit beeindruckt. Das ist clever. Sie können das Alltagserlebnis deutlich bereichern. Ja, das erleichtert die Übersicht in Access. So, stellen Sie sich vor, wie vorteilhaft diese Technologie für viele Menschen sein könnte. Welche Merkmale stechen Ihnen am meisten ins Auge? Ich liebe die Sparshikinin-Software. Sie ist so intuitiv. Es ermöglicht den Nutzern eine mühelose Interaktion, nicht wahr? Ja, Barrierefreiheit sollte niemals eine Herausforderung darstellen. Haben Sie die smarten Brillen schon ausprobiert? Noch nicht. Ich bin gespannt, wie sie funktionieren. Sie können Texte lesen und Objekte erkennen. Sehr hilfreich. Das klingt revolutionär. Es würde den Nutzern enorme Möglichkeiten eröffnen. Ja, es eröffnet neue Möglichkeiten der Unabhängigkeit. Ich schätze es sehr, wie Technologie das Leben auf so bedeutsame Weise verändern kann. Haben Sie mit einem der Entwickler dieser Tools gesprochen? Ich habe es noch nicht getan, würde aber sehr gerne mehr über ihre Inspirationsquellen erfahren. Die Geschichten hinter Innovationen können durchaus inspirierend sein. Sie stehen oft vor Herausforderungen, die ihre Kreativität anregen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie Hindernisse überwinden. Auf weitere Fortschritte in Sachen Barrierefreiheit und Inklusion. Absolut. Lasst uns diese erstaunlichen Innovationen weiter erforschen. Lektion 14: Einzigartige Reiseerlebnisse. Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, eine außergewöhnliche Reise zu unternehmen. Du solltest unbedingt mal mitmachen. Welche Art von außergewöhnlicher Reise haben Sie im Sinn? Wie wäre es mit einer Zugfahrt durch die Landschaft? Das klingt spannend. Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere an einer Zugreise? Es ermöglicht ihnen, die Landschaften aus nächster Nähe zu betrachten und sich während der Reise zu entspannen. Außerdem hat das Reisen mit dem Zug einen gewissen Charme. Klar, es fühlt sich gleichzeitig nostalgisch und abenteuerlich an. Haben Sie eine bestimmte Zugstrecke im Sinn? Ich wollte es schon immer mal mit dem Rocky Mountainer in Kanada fahren. Das klingt fantastisch. Die Aussicht muss atemberaubend sein. Das sind sie. Man würde Berge, Seen und Wälder sehen.
Welche anderen einzigartigen Reisemöglichkeiten gibt es? Wie wäre es mit einer Flusskreuzfahrt? Das bietet eine ganz andere Perspektive. Eine Flusskreuzfahrt klingt herrlich. Sie verbindet Entspannung mit Entdeckungsreise. Da unterwegs können Sie in charmanten Städtchen anlegen. Welche Aktivitäten bietet eine Flusskreuzfahrt an? Oft sind geführte Touren und lokale Erlebnisse inklusive. Das wäre fantastisch. Ich liebe es, in lokale Kulturen einzutauchen. Und nichts geht über gutes Essen auf Reisen. Genau, kulinarische Erlebnisse sind oft die Höhepunkte jeder Reise. Auf die Planung einzigartiger Abenteuer, die bleibende Erinnerungen schaffen. Darauf ein Hoch. Lasst uns das Reisen zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 15. Ernährung ist wichtig. Ich glaube, eine ausgewogene Mahlzeit mit Obst, Gemüse und Eiweiß ist der Schlüssel. Ruf. Es liefert die Nährstoffe, die unser Körper braucht. Wie integrierst du am liebsten Gemüse in deine Mahlzeiten? Ich bereite gerne bunte Salate mit verschiedenen grünen Blattsorten zu. Das klingt köstlich. Ich gebe gerne Nüsse dazu, das gibt dem Ganzen etwas Biss. Folge dir. Sie liefern außerdem gesunde Fette. Haben Sie schon mal versucht, Früchte in Salate zu mischen? Ja, das bringt eine erfrischende Note ins Spiel. Äpfel und Beeren harmonieren wunderbar miteinander. Ich genieße die Süße, die Früchte mitbringen. Sie gleicht die Aromen perfekt aus. Apropos Ausgewogenheit. Welche Proteinquelle bevorzugen Sie? Ich entscheide mich meistens für gegrilltes Hähnchen oder Fisch. Die sind so vielseitig. Das sind hervorragende Optionen. Ich greife bei der Proteinzufuhr oft zu Hülsenfrüchten. Bohnen und Linsen sind beide nahrhaft und sättigend. Ja, außerdem liefern sie Ballaststoffe, die wichtig für die Verdauung sind. Wir scheinen beide Wert auf gesunde Ernährung zu legen. Tja, es macht einen riesigen Unterschied für unser Energieniveau. Mir ist aufgefallen, dass ich mich den ganzen Tag über produktiver fühle, wenn ich mich gesund ernähre. Sylwuf, wenn wir unseren Körper nähren, nähren wir auch unseren Geist. Auf viele weitere ausgewogene Mahlzeiten und gesunde Entscheidungen. Lektion 16. Wirtschaftliche Dilemmata. Es ist entmutigend, die Notlage der arbeitslosen Stallarbeiter zu sehen. Sylwuf, Sie wundern sich, warum wir ausländischen Stahl subventionieren. Genau. Es erscheint unfair, heimische Industrien zu behindern und gleichzeitig andere zu fördern. Und mit dieser Unterstützung opfern wir ihre Würde der Arbeitslosigkeit. Ja, es beeinträchtigt sowohl ihr Selbstwertgefühl als auch den Gemeinschaftsgeist. Haben Sie irgendwelche persönlichen Geschichten von den Stahlarbeitern gehört? Ich schon. Viele haben jahrzehntelang gearbeitet und fühlen sich jetzt im Stich gelassen. Das ist herzzerreißend. Sie verdienen Stabilität und Anerkennung für ihre harte Arbeit. Auf jeden Fall. Wir sollten uns für eine Politik einsetzen, die lokale Arbeitsplätze schützt. Ja, es geht darum, in unsere eigenen Arbeitskräfte zu investieren, nicht nur in die Weltwirtschaft. Wie können wir Ihrer Meinung nach das Bewusstsein für dieses Problem schärfen? Ich glaube, dass Bürgerforen dazu beitragen könnten, auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Großartige Idee. Geschichten zu teilen kann zu Taten und Unterstützung anregen.
Wir könnten auch mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten, um den betroffenen Arbeitnehmern zu helfen. Genau. Durch Schulungen und die Bereitstellung von Ressourcen können wir ihr Selbstvertrauen wiederherstellen. Ich würde mich sehr über Workshops freuen, in denen neue Fähigkeiten vermittelt werden. Ja, das könnte alternative Wege zur Beschäftigung eröffnen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Würde und Hoffnung in unserer Gemeinschaft wiederherzustellen. Auf den Kampf für unsere Stahlarbeiter und die Zukunft unserer Stadt. Lektion 17. Die perfekte Geschenksuche. Hi, ich bin auf der Suche nach einem einzigartigen Geschenk für meine Freundin. Das klingt spannend. Was sind Ihre Interessen? Sie kochen sehr gerne und probieren immer wieder neue Rezepte aus. Perfekt. Wir sollten nach etwas Kulinarischem suchen. Tolle Idee. Habt ihr Vorschläge, was wir beachten sollten? Wie wäre es mit einer Auswahl einzigartiger Gewürze aus aller Welt? Das ist eine fantastische Idee. Davon werden neue Gerichte inspiriert. Ja, und es verleiht Ihren Kochabenteuern eine persönliche Note. Glaubst du, sie würden sich über einen Kochkurs als Geschenk freuen? Hilf. Das könnte ein unvergessliches Erlebnis werden. Ich werde nachsehen, ob es hier vor Ort Kochkurse gibt. Gute Idee. Wie wäre es mit witzigen Küchenhelfern? Ja, etwas, das das Kochen einfacher oder angenehmer macht, wäre toll. Haben Sie schon diese cleveren Avocadoschneider gesehen? Ja, habe ich. Sie sind beide praktisch und amüsant. Es ist ein tolles Geschenk. Und wer liebt nicht Avocados? Genau. Ich könnte sogar ein Kochbuch mit Avocado-Rezepten beifügen. Das klingt nach einer wunderbaren Kombination. Ich muss aufpassen, dass ich mich beim Einkaufen nicht zu sehr hinreißen lasse. Das ist ganz einfach. Denk einfach an deinen Freund. Stimmt. Auf die Suche nach dem perfekten Geschenk. Darauf ein Hoch. Die Suche nach dem perfekten Geschenk kann beginnen. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken werden.